Wie gut lässt sich Hornhaut mit einem elektrischen Hornhautentferner selbst entfernen? Genau das werde ich heute in diesem Video für euch austesten. Wie man hier sehen kann, habe ich Hornhaut an den typischen Stellen wie an der Ferse oder auch am großen Zeh und wir schauen mal, wie gut sie sich entfernen lässt. Anwenden werde ich einen elektrischen Hornhautentferner von Scholl. Dieser ist batteriebetrieben und die Batterien sind auch schon in der Packung enthalten. Mitgeliefert werden außerdem 2 Schleifrollen und der Hornhautentferner hat 2 Geschwindigkeitsstufen. Die Rollen lassen sich übrigens auch ganz leicht und schnell austauschen. Die feinere Schleifrolle ist dafür da, um die Haut zu glätten und die grobe Schleifrolle ist dafür geeignet, um stärkere Hornhaut zu entfernen. Ihr könnt den Hornhautentferner übrigens auf trockener Haut, aber auch auf nasser Haut anwenden. Wir fangen jetzt auch direkt an mit dem Test. Das ist der Zustand vor der Behandlung. Wie man sehen kann, ist die Haut verdickt, rau und rissig. Zuerst nehme ich die grobe Schleifrolle und ich nehme auch gleich die 2. Geschwindigkeitsstufe, also die höchste Stufe, und gleite jetzt mit der Rolle immer wieder über die Hornhautstellen. Sehr gut finde ich übrigens, dass die Rolle eine gewölbte Form hat, also die Form passt sich sozusagen der Ferse etwas an. Es ist also ein sehr angenehmes Gefühl, wenn die Rolle drüber gleitet und keinesfalls irgendwie unangenehm oder kratzig. Wie man auch an dem weißen Staub sehr gut sehen kann, wird wirklich viel Hornhaut entfernt. Das ist nämlich Staub, der sich bildet, wenn die Hornhaut abgetragen wird. Also das kommt alles von der Haut. Also man sieht, es geht wirklich durch die Schleifrolle sehr viel Hornhaut weg. Ebenfalls sehr angenehm finde ich, dass die Haut überhaupt nicht warm wird. Normalerweise ist es ja so, wenn eine starke Reibung erzeugt wird, so wie hier, dass die Haut sich schnell erwärmt, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall, also es ist wirklich sehr angenehm. Hier sieht man jetzt nochmal ganz deutlich, wie viel Staub da ist, also wie viel Hornhaut abgetragen wurde. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit der groben Schleifrolle und wir wechseln jetzt zur feinen. Mit dieser werde ich die Haut jetzt glätten, aber wie man hier schon ganz gut sieht, bildet sich hier auch wieder dieser Staub. Also das heißt, die Haut wird nicht nur geglättet durch die feine Schleifrolle, sondern es wird ebenfalls wieder Hornhaut entfernt. Damit ihr jetzt aber nicht die komplette Behandlung noch zuschauen müsst, filme ich das Ganze jetzt etwas schneller. Nach der Behandlung creme ich die Füße dann noch mit einer speziellen Fußcreme ein. So sieht das Ergebnis nach der Behandlung aus. Die Hornhaut wurde entfernt und die Haut ist nicht mehr rissig und rau, sondern glatt. Ich bin ja aber noch nicht fertig mit dem Fuß, denn ich habe ja noch die Hornhaut am großen Zeh und die möchte ich jetzt natürlich genauso entfernen. Auch hier fange ich erst wieder mit der groben Schleifrolle an, damit die Hornhaut erstmal entfernt wird, bevor ich dann mit der feineren Schleifrolle zum Glätten drüber gehen kann. Was ich übrigens auch super angenehm finde, ist, dass das Gerät wirklich sehr handlich und auch total leicht ist. Also ich glaube, wäre es jetzt schwerer, wäre es einfach nicht so angenehm, wenn ich jetzt hier minutenlang die Hornhaut entfernen müsste. Aber es ist wirklich super leicht und dadurch sehr angenehm in der Handhabung. Und auch hier sieht man wieder an dem Staub ganz gut, wie viel Hornhaut denn wirklich entfernt wird. Zum Schluss wechsle ich jetzt auch hier noch einmal die Rolle und gehe mit der feinen Rolle noch einmal drüber, damit die Haut auch wirklich schön glatt wird. Auch hier creme ich die behandelte Stelle jetzt noch mit einer speziellen Fußcreme ein und man sieht wirklich sehr gut, wie die Hornhaut entfernt worden ist und die Haut ist jetzt wirklich glatt und geschmeidig. Zum Schluss noch mein Fazit zum elektrischen Hornhautentferner von Scholl. Es ist eine schnelle und einfache Hornhautentfernung für zu Hause, auch für stärkere Hornhaut geeignet. Der Hornhautentferner glättet die Haut sehr gut. Man kann ihn nass und trocken anwenden und er ist natürlich auch ideal zum Mitnehmen.
Damit deine Füße aber auch lange geschmeidig bleiben, solltest du sie regelmäßig pflegen und eincremen. Dazu habe ich dir meine Lieblingsfußpflegeprodukte zusammengestellt. Klick einfach unterhalb von diesem Video auf den Link in der Videobeschreibung, dann kommst du zu meiner Liste und findest hier auch den elektrischen Hornhautentferner. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und so sehen wir uns im nächsten Video wieder.